es euch gut geht. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Mohaddeseh Mohi. Ich komme aus dem Iran, aber ich bin Deutschlehrerin und wohne in Deutschland. Hier in diesem Kanal sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern. Falls ihr an solchen Inhalten interessiert seid und Deutsch lernt, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Es hilft mir sehr. Dankeschön. Und wenn ihr wissen wollt, was genau meine Inhalte sind, sollte ich sie euch erklären. Einige meiner Videos sind tägliche Vlogs, mit denen ihr Strukturen wiederholen und neue Wörter lernen könnt, da ich die Bedeutung einiger schwieriger Wörter auf Englisch beschreibe und auch versuche deutlich zu sprechen, sodass selbst Anfänger mein Deutsch verstehen können. In einigen anderen Videos spreche ich über Lerntechniken, die euch beim Deutschlernen helfen können. Ich spreche 4 verschiedene Sprachen und mein Beruf und mein Studium hatten beide mit Sprachen zu tun. Deswegen habe ich einige Erfahrungen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ich hoffe, sie können hilfreich sein. Ich habe auch einige Videos, die auch immer noch tägliche Vlogs sind, aber mit einem bestimmten Zweck. Zum Beispiel habe ich ein Video, in dem ich versucht habe, Temporalpräpositionen in verschiedenen Situationen zu verwenden. Also diese Videos können euch helfen, einige deutsche Grammatikpunkte zu wiederholen. In diesem Kanal versuche ich euch auf indirekte Weise zu helfen, euer Deutsch zu verbessern. Durch das Ansehen einiger Vlogs könnt ihr lernen und hoffentlich gleichzeitig Spaß haben. Also, ich hoffe, ich habe alles erklärt. Ein letzter Punkt wäre, dass ich auch einige kurze Videos posten werde. Diese kurzen Videos sind die einzigen Videos, die direktes Lernmaterial enthalten. Ich empfehle euch, sie nicht zu verpassen, falls ihr Deutsch lernt. Heute möchte ich eine der häufigsten Fragen von euch beantworten. Ich sage immer, dass das Hören von Podcasts beim Deutschlernen sehr hilfreich sein kann. Und ihr fragt mich immer, wie man Podcasts hören sollte. Heute erkläre ich alles über das Hören von Podcasts. Als erstes möchte ich euch sagen, dass es beim Podcast-Hören 2 verschiedene Arten des Zuhörens gibt. Die erste Art ist das aktive Zuhören. Dabei hört man aufmerksam zu, um zu lernen. Man kann Pausen machen, sich Notizen machen, um neue Wörter zu lernen. Man kann auch Satz für Satz Pause machen und die Sätze wiederholen, um die Strukturen zu üben oder sogar den Akzent zu verbessern. Diese Art des Zuhörens dient einem direkten Lernzweck. Als Sprachlehrerin rate ich euch, diese Übung nicht länger als 30 bis 40 Minuten zu machen, da sie ermüdend sein kann und die neuen Wörter zu viele sind, die man sich nicht merken kann und daher nutzlos sind. Die zweite Art des Zuhörens ist das passive Zuhören. Dies ist die Art des Podcast-Hörens, über die ich immer spreche und die ich vorschlage. Okay? Dabei hört man sich einen Podcast an, ohne die neuen Wörter oder Strukturen zu überprüfen. Okay? Man schlägt vielleicht ein paar Wörter oder Schlüsselwörter im Wörterbuch nach, aber nicht mehr. Man kann auch einige Sätze im Kopf wiederholen und analysieren, ohne sich Notizen zu machen oder ins Detail zu gehen. Okay? Ihr könnt einen Podcast hören, während ihr andere Aktivitäten ausführt. Zum Beispiel beim Spazierengehen, beim
Autofahren, beim Sport, beim Abwaschen, bei anderen Hausarbeiten, okay? Ihr könnt dies parallel zu vielen anderen Aktivitäten tun, die nicht eure volle Aufmerksamkeit und Konzentration erfordern. Ich selbst höre zum Beispiel Podcasts, wenn ich spazieren gehe. Als ich im Iran war, habe ich im Auto fast immer Podcasts gehört und ich glaube, das war eine sehr gute Angewohnheit. Aber ist diese Art des Zuhörens überhaupt nützlich? Die Antwort ist ja, aber nur unter einer Bedingung. Diese Aktivität sollte regelmäßig wiederholt werden, am besten täglich. Und nach einer Weile werden sich die Ergebnisse zeigen. Aber was sind die Ergebnisse? Also, wenn man regelmäßig einer Sprache ausgesetzt ist, gewöhnen sich die Ohren an den Klang der Sprache, an den Akzent, an die Struktur. Wie bei einem Baby, das ein Jahr oder länger zuhört und dann anfängt, seine Eltern nachzuahmen und dann zu sprechen. Okay? Das passive Zuhören hat tatsächlich eine ähnliche Funktion. Es verbessert nicht nur euer Hörverständnis, sondern verhilft euch zu einem besseren Akzent, zu einer besseren Aussprache. Okay? Es hilft euch auch, euch an die richtige Struktur zu gewöhnen. Okay? Nach einer Weile werdet ihr feststellen, dass ihr auch mit einem ähnlichen Akzent und genauer und korrekter sprecht. Mir so richtig dolle über die 300. Leben lassen Folge am letzten Sonntag gefreut habe. Wenn wir einer Sprache eine Zeit lang zuhören, gewöhnt sich unser Gehirn an die Melodie dieser Sprache und dann können wir sie in unseren Sprechübungen nachahmen und unseren Akzent verbessern. Wenn ihr das passive Hören von Podcasts in euren Lernplan, in eure Routine einbezieht, werdet ihr sehen, dass sich eure Sprech- und Hörfähigkeiten erheblich verbessern werden. Aber passives Zuhören allein reicht nicht. Durch aktives Sprechen und Schreiben wird Lernen effizienter. Aber es ist hilfreich. Ich selbst habe die Ergebnisse gesehen. Jetzt fragt euch vielleicht, was wir uns anhören sollen. Es gibt viele Podcasts im Internet. Ich kann euch einige nennen, die sehr nützlich und bekannt sind. Easy German ist einer davon. Nicht nur die Podcasts, sondern auch die YouTube-Videos sind sehr kreativ und können für Deutschlernende auf den Niveaus A2 und B1 sehr hilfreich sein. Für das Niveau B2 kenne ich einen Podcast namens Auf Deutsch gesagt von Robin Meinert, der wirklich gut ist, da er nicht nur sehr interessant ist, sondern am Ende jeder Folge auch die neuen Wörter vermittelt. Ich erinnere mich, dass ich mir alle Folgen vor meiner Z2-Goethe-Prüfung angehört habe. Das hat mir sehr geholfen. Ein anderer Podcast namens Deutsch Podcast ist ebenfalls sehr interessant und hilfreich, da er Folgen für verschiedene Niveaus enthält. Ja? B2, C1, B1. Ich habe mir die meisten Folgen angehört und finde sie sehr praktisch. Fortgeschrittene Deutschlerner können sich kompliziertere Themen und schwierigere Podcasts anhören, wie zum Beispiel Elementarfragen von Nikolaus Semek. Mir fiel auch Deutsch mit Schmidt ein, Deutsch mit Schmidt, ein guter Podcast für Mittelstufe und Fortgeschrittene. Zusätzlich zu diesen Podcasts empfehle ich Sprachlernenden, insbesondere Mittelstufe und Fortgeschrittenen, Podcasts zu ihren Lieblingsthemen anzuhören. Zum Beispiel, wenn ihr euch für Psychologie interessiert, könnt ihr Psychologie-Podcasts anhören. Ich kenne einige, die ich selbst sehr oft höre.
Zum Beispiel So bin ich eben von Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski. Oder Leben lieben lassen von Claudia Bechert. Ich liebe diese beiden Podcasts sehr. Ich habe viel von ihnen gelernt, weil sie wichtige Themen wie Stressbewältigung, Beziehungen, Freundschaften, einen gesünderen Lebensstil, ich weiß nicht, besseren Schlaf und so weiter behandeln. Ja. Oder wenn ihr gerne True Crime Geschichten hört, dann könnt ihr euch True Crime Podcasts wie ARD True Crime anhören und gleichzeitig Spaß haben und lernen. Also dies waren nur einige Beispiele. Also ihr findet Podcasts zu Geschichte, Kultur, Philosophie, Literatur, Sport und allen anderen Themen, die für euch interessant sein können. Und ihr fragt euch vielleicht, was ist mit A1-Lernenden? Okay, sie sind noch Anfänger und lernen noch. Ich empfehle Ihnen also nicht, Podcasts anzuhören, weil es Sie frustrieren könnte, wenn Sie nicht alles verstehen. Okay? Es wird empfohlen, dass Lernende ab Niveau A2 anfangen, Podcasts zu hören. Und es wird auch empfohlen, dass sie mit einfachen Podcasts wie langsam gesprochenen Nachrichten von DW, Deutsche Welle, oder Coffee Break German beginnen. Ich hoffe, ich konnte euch erfolgreich davon überzeugen, Podcasts zu hören. Als ich nach Deutschland kam, hatte ich zunächst Angst, dass ich die Leute nicht gut verstehen würde. Aber dem war nicht so. Bis jetzt hatte ich keine Schwierigkeit mit den Deutschen zu kommunizieren. Und ich glaube, einer der Gründe dafür ist, dass ich schon immer Podcasts gehört habe. Wenn ihr euer Deutsch verbessern wollt, ist dies eine sehr gute und hilfreiche Möglichkeit. Okay, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch gerne Podcasts hört. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie wie immer in die Kommentare stellen. Falls euch dieses Video gefallen hat, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Dankeschön und tschüss, bis zum nächsten Video.